In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine Zierleisten im Innenraum ohne Vorkenntnisse folieren kannst. Dafür benötigst du nur dein passendes Zierleistenset von HSS Skins und einen Föhn. Zudem sollte die Außentemperatur für die Folierung bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Auf deinem ausgepackten Folienset solltest du je nach gewähltem Modell 2 bis 4 Beschriftungen erkennen können. Dadurch kannst du ähnliche Folienteile direkt zur passenden Zierleiste zuordnen. Wenn du ein Modell mit Logo gewählt hast, kannst du für mehr Kontrast sorgen, indem du es mit einer gewünschten Farbe hinterklebst. Verwende hierzu eines der rechteckigen Folienstücke, die in deinem Set enthalten sind. Klebe dafür einfach das rechteckige Folienstück mit der nicht klebenden Seite mittig auf das Logo der klebenden Seite des Folienzuschnittes. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps für die Folienverarbeitung, über die du Bescheid wissen solltest. Erstens, wenn du die Folie entlang der Zierleiste anlegst, darfst du sie nicht in der Länge verziehen, denn dadurch geht die perfekte Passform verloren. Zweitens, entsteht beim Folieren eine große Falte, dann musst du die Folie an dieser Stelle nochmal lösen. Als nächstes musst du die Folie wieder so andrücken, dass anstatt einer großen Falte mehrere kleine Falten entstehen. Anschließend kannst du diese mit dem Föhn erhitzen und mit dem Finger herausstreichen. Bei kleinen Blasen kannst du allgemein immer so vorgehen, dass du diese zuerst mit dem Föhn erhitzt und dann mit dem Finger herausstreichst. Drittens, wenn du die Folie überall angelegt hast und sie liegt an einer Stelle noch nicht ganz passend an, dann musst du sie an dieser Stelle nochmal abziehen und mit dem Föhn erhitzen. Danach kannst du die Folie bewusst in der Länge verziehen, sodass sie sich passend anstreichen lässt. Viertens, wenn du mit dem Rakel die Folie in die Spalten schiebst, musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Rakel abrutscht, denn dadurch könnte die Folie dauerhaft beschädigt werden. Bevor wir jetzt endlich mit dem Folieren beginnen, musst du noch jede Zierleiste gründlich reinigen. Denn nur auf völlig sauberen und entfetteten Oberflächen kann die Folie langfristig und blasenfrei angebracht werden. Auch die Spalten sollten nicht vernachlässigt werden. Hier kannst du das Rakel zur Hilfe nehmen. Lasse dir hierbei ein paar Minuten Zeit, sodass du auch keine Fläche vergisst, denn bereits kleine Verschmutzungen unter der Folie könnten zu Blasen führen. Nun kommen wir zu der Folierung. Wir beginnen mit der Zierleiste an der Tür. Diese Vorgehensweise kannst du bei allen 4 Türen anwenden. Beim Anlegen der Folie musst du dich an den im Video gezeigten Pfeilen orientieren. Die Folie muss oben an das schwarze Kunststoff angeschoben werden und links bündig an das schwarze Kunststoff angelegt. Nun muss die Folie entlang der Zierleiste angelegt werden. Hier solltest du dich wieder oben am schwarzen Kunststoff orientieren. Anschließend musst du die Folie vorsichtig von innen nach außen an die Zierleiste anstreichen. Jetzt brauchst du das mitgelieferte Rakel. Mit diesem musst du die Folie oben und unten in den Spalt schieben. Um hierbei einen optimalen Halt der Folie zu erreichen, solltest du sie vorher zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Kleine Blasen lassen sich meistens einfach mit dem Finger herausstreichen. Wenn dies nicht funktioniert, musst du sie zusätzlich mit dem Föhn erhitzen
oder sogar die Folie an dieser Stelle nochmal abziehen und neu anlegen. Danach musst du die Folie um die Kante herumklappen und anstreichen. Hierbei musst du auf den kleinen Einschnitt in der Folie achten. Zuerst musst du den Teil unter dem Einschnitt anstreichen und danach den Teil oberhalb des Einschnittes. Zu guter Letzt musst du nur noch mit dem Rakel die Folie in die restlichen Spalten schieben. Auch hier solltest du die Folie wieder zusätzlich mit dem Föhn erhitzen. Und schon ist die erste Zierleiste fertig foliert. Weiter geht es mit dem unteren Teil der Mittelkonsole. Hier musst du dich beim Anlegen an der markierten Stelle orientieren. Die Folie muss bündig an den silbernen Rahmen angelegt werden. Jetzt musst du die Folie vollends überall anlegen. Orientiere dich dabei am silbernen Rahmen. Die Folie muss dort jeweils bündig anliegen. Danach kannst du die Folie überall anstreichen. Arbeite hier immer von innen nach außen. Anschließend musst du wieder mit dem Rakel die Folie überall in die Spalten schieben. Auch hier kannst du die Folie vorher erhitzen, denn dadurch hält sie besser und lässt sich leichter verarbeiten. Als nächstes folieren wir die Klappe oberhalb der Mittelkonsole. Hier muss beim Anlegen die vorgesehene Aussparung genau passend auf die markierte Stelle treffen. Nach dem Anlegen musst du die Folie vorsichtig von innen nach außen anstreichen. Jetzt musst du noch die Klappe öffnen und die Folie umklappen und anstreichen. Wenn die Folie hier nicht richtig hält, musst du sie mit dem Föhn erhitzen. Damit wäre auch die letzte Zierleiste fertig foliert. Nachdem du komplett fertig bist, solltest du bei jeder Zierleiste die Folie erhitzen, überall nochmal andrücken und nochmal mit dem Rakel in die Spalten fahren. Dadurch verhinderst du zum einen eine spätere Blasenbildung und zum anderen, dass sich die Folie von Rundungen oder manchen Spalten wieder löst. Sollten sich trotzdem kleine Folienteile aus den Spalten wieder lösen, dann hast du wahrscheinlich diese Stelle vergessen. Wenn das passiert, musst du einfach das gelöste Folienstück wieder erhitzen und zurück in den Spalt schieben. Damit wären wir fertig. Viel Spaß mit einem neu gestalteten Innenraum. Weitere Produkte, mit denen du dein Auto optisch aufwerten oder vor Kratzern schützen kannst, findest du auf unserer Webseite.